Endrick möchte seinen Vertrag bei Lyon verlängern und er möchte nicht zurück zu Real Madrid. Tja, ist das jetzt eine Überraschung? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das eine große Überraschung findet. Mein Name ist Dennis, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir gehen Richtung 4000 Follower in so kurzer Zeit, das freut mich. Also, wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht es jetzt bitte. Ja, ja, was soll ich dazu sagen? Das Chaos geht weiter. Mondi verletzt, immer mehr in Lazarett, immer mehr kaputt und jetzt möchte Endrick nicht zurück. Aber ganz ehrlich, ich bin seit über 30 Jahren Real-Fan und ich kann's verstehen, weil es läuft da super, er wird gefeiert. Er wurde bei uns ja nicht angenommen, obwohl er eine bombastische Statistik hatte. Nein, dafür wurde Mastantuono behalten, statt diesen Blindgänger, und ich sage euch das, wie es ist, diesen Blindgänger auszusortieren beziehungsweise auszuleihen, leiht man den Falschen aus und spielt einer der katastrophalsten, auch wenn wir Zweiter sind, aber für Real Madrid kein Titel wieder, die katastrophalste Saison seit Jahren. So, das ist meine Meinung. Hier kriegt ihr wisst ja, ich bin direkt, aber ich sehe natürlich auch nicht alles zu, ja, sage ich mal, als Erfolgsfan ganz bestimmt nicht. Dafür bin ich schon lange Fan. Man muss eben auch mal Durststrecken überwinden. Das ist ganz klar. Das passiert auch Real Madrid, das passiert Man U, das wissen wir viel noch so lange. Wie lange hat Man U schon nichts mehr gerissen? Aber, also ich bin ja eine gute, ja, sie stehen ganz gut da jetzt, ne? Finde ich gut übrigens. Weil Man U muss wieder zurück, wo sie hingehören, ne? So, aber das ist jetzt am Rande. Aber wir müssen da durch und immer nur ein Erfolg-Fan, wie viele oder die denn ausschalten vorher schon. Nein, und auch jetzt die Spiele gucke ich mir an. Es ist nicht schön, aber ich mache es und das gehört sich einfach so. Und dementsprechend, ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, ob ihr das auch macht oder guckt ihr jetzt gar nichts mehr. Also weiß ich nicht, dann brauche ich kein Fan sein von Real Madrid oder auch nicht, natürlich kann man sich ärgern, aber Leute, das passiert immer. Aber natürlich ist es eine Katastrophe und wie das passiert ist und dass ein Endrick jetzt logischerweise, ähm, nicht zurückkommen möchte zu Real Madrid, ist, ganz klar, weil er bei Lyon einfach the man ist, keine Ahnung. Und ich habe es bis heute nicht verstanden, dass man den Jungen abgegeben hat, aber muss ich ja wahrscheinlich auch nicht. Ich arbeite leider nicht bei Real Madrid, aber es ist einfach auch Fakt, dass sowas einfach nicht geht. Und ich möchte einfach, es ist ja, wie viele Spiele haben wir noch? 4? 4 oder 3, 4. Es ist eine Qual. Ich bin ja froh, wenn das zu Ende ist. Ich bin froh, wenn das zu Ende ist, auch wenn wir jetzt gewonnen haben und Vinny Junior und so weiter oder die, sage ich mal, besser gespielt haben als sonst. Es geht natürlich um nichts mehr. Aber das Problem mit Mbappé kommt ja jetzt auch noch, aber das ist jetzt nicht das Thema. Ich schweife mal ab, ich weiß, aber ich bin einfach da, das ist die Leidenschaft, weil ich da eben so drin bin. Ich finde es schade. Also natürlich, ob das nun wirklich, hat das selber gesagt, das weiß ich jetzt nicht. Wenn, schreibt mal rein. Fakt ist aber auch, ich gehe schon davon aus, und wenn Real ihn haben will, du kommst zurück, dann muss er zurück. So, und ich gehe davon aus, dass er auch zurückkommen wird, weil es macht für ihn ja mehr Sinn bei Real Madrid. Also die Chancen stehen bei Real Madrid trotzdem, auch wenn wir jetzt 2 Jahre nichts gewonnen haben. Bestimmt größere Chancen, jedenfalls ein bisschen mehr, noch mehr Status bekommen, noch mehr Statement oder mal was Großes zu gewinnen als mit Leon, ne? Aber trotzdem kann ich ihn verstehen. Ich kann ihn verstehen, weil man hat ihn abserviert in Anführungsstrichen. Also das, was wir so mitbekommen haben, wurde er wirklich abserviert und ich weiß immer nicht, ob das so die richtige Wahl war. Weil er natürlich, klar, hat er auch ein Ego, wenn man so kommt, ja, das ist der neue Pelé und was auch immer da alles. Aber da sieht man, dass das nicht immer so der Fall ist. Ich meine, Mastantuono sollte der neue Maradona, so nach dem Motto sein. Ja, lassen wir das einfach so stehen. Und das ist ja auch nichts, sage ich mal, draus gekommen, oder da ist nichts. Bis jetzt ist da nichts passiert. Einfach Katastrophe. Mastantuono muss ausgeliehen werden und Endrick muss zurückgeholt werden. Aber Fakt ist auch, wie ihr sehen könnt, dass Endrick da, wie ihr auf dem Bild auch sehen könnt, einfach zufrieden ist. Bei uns äh, war das einzige Bild, wo er zufrieden war. So, da wo er angefangen ist, alles andere, ja, also er hat einfach nicht die Chance bekommen. Und nochmal, guckt euch mal seine Statistik an.
die er in der Zeit, wo er noch nicht mal 90 Minuten durchgespielt hat, was er für 'ne Statistik bei Real Madrid hat und dann wird er ausgeliehen. Ja. Ich weiß, es muss sehr viel passieren. Das wiederhole ich jetzt auch. Ich wiederhole mich so und so, weil jetzt ist so am Ende der Saison, wohl auch nicht mehr so viel los ist und nicht mehr viel es geht um nichts mehr. Ja, kann man natürlich sich nur wiederholen. Natürlich gibt's so Kleinigkeiten, so wie Endrick und Mbappé und, ja, viele wollen ja jetzt, dass Mbappé, verschwindet. Ich glaube, da werde ich auch noch mal Videos machen. Wurden die letzten leider nicht so viel angeguckt. Schade, Freunde, guckt bitte gern auch meine Videos. Ich meine, das ist auch ein bisschen Arbeit für alle Creator, ne? Und, man macht sich die Arbeit, redet darüber und so weiter und so fort. Und ich weiß, dass am Ende der Saison und, es ist jetzt nicht mehr so Spektakuläres, aber das finde ich schon spektakulär, wenn er nämlich nicht wiederkommt sollte, wenn er das wirklich durchzieht und so weiter und so fort. Ich meine, auch er weiß, was bei Real ist, aber er wurde ausgeliehen. Wenn er zurück soll, dann muss er zurück. Und ganz ehrlich, ich glaube, Perez redet einmal da und dann, ja, wird er auch zurückkommen. Aber wie gesagt, ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob er das selber gesagt hat, dass er nicht mehr zurückkommt oder es kam einfach nur so rüber. Natürlich kann auch er jetzt nicht sagen, ja, ich komme zurück, die Saison läuft noch. Das geht ja auch alles nicht so einfach. So. Und ja, mit Mondi, das mal kurz nebenbei, ist auch durch. Der nächste, der in Lazarett da liegt, ach, da sage ich gar nichts mehr zu. Und unsere Ärzte. Hauptsache, das klappt alles noch. Und ja, Toni Kroos, da habe ich was gehört. Wie gesagt, ich hatte ja ein Video gemacht, das haben leider nicht so viele von euch gesuchtet, meinetwegen auch gesehen, dass Toni Kroos zurückkommt, allerdings nicht als Sportdirektor. Ne? Ich hatte das ja angeteasert oder dass er als Sportdirektor zurückkommt. Als Trainer war ja ganz klar, dass er das nicht macht, auch nicht als Co-Trainer. Aber die Vereinbarung steht fest, Toni Kroos wird zu Real Madrid zurückkehren. Er wird jedoch nicht den Posten des Sportdirektors übernehmen. Stattdessen wird er eine beratende und Strategiefunktion im Verein übernehmen. So, das heißt, er wird in der Kabine, sage ich mal, ein bisschen die sportliche Führung so ein bisschen unterstützen, damit die Spieler so ein bisschen runtergebracht werden, um zu beruhigen und so weiter. Aber, okay, das hört sich so schlimm an, aber ich weiß ja, wie das ist. Und wenn Toni Kroos in der Kabine ist, dann läuft es ja, ihr könnt euch ja vorstellen, wie ungefähr das abläuft, ne? Das hört sich jetzt fürchterlich an wie so ein Psychologe, der da die armen kleinen Millionäre wie Mbappé, Vini und so streicheln muss. Nein, so wird das natürlich nicht sein. Klar, ne, er wird aufbauende Worte, dies und jenes oder auch für den Trainerstab, whatever. Aber wenn Mourinho kommt, ich glaube, ja, ja. Da wird er auch noch lustig, aber das wollen wir mit Mbappé, Mourinho und so weiter oder Vini und Mourinho. Da wollen wir auch noch mal beim nächsten Video drüber talken. Jetzt habe ich das erstmal mit Endrick, weil ich der Meinung, es war wichtig und es ist auch wichtig. Fakt ist, er hat gesagt, er möchte nicht zurück. Das hört sich hart an, wie das in welchem Zusammenhang und so weiter, muss man mal sehen. Ich bauster das jetzt nicht alles so auseinander, wie manche das machen. Ne, bei mir gibt es mal schnell meine Meinung und so soll es auch sein. Fußballfans, das habe ich auch gehört, danke für eure Komplimente und so weiter. Ne? Also, ich, ich haue hier immer so raus, wie es ist. Ich mache das auf Freestyle, ich mache hier auch keinen Cut und so. Ne? Das mache ich aber allgemein noch nie. Ich mache immer, ne? Und so weiter. Und dementsprechend, ja, auch auf meinem anderen Kanal ist es einfach so, dass ich alles viel uncut mache, so wie ich weil ich das gern mache, weißt du, aus dem Stegreif so runter und wenn irgendwas sich oder irgendwas lustig ist, es gehört dazu. So, und im Fußball ist das noch viel entspannter als alles andere. Und die Kommentare oder das schreibt ihr immer auch in einem Livestream. Das freut mich, dass ihr das mögt. Und dementsprechend, wie gesagt, die 4000 stehen, dauert noch ein bisschen, aber das ging ja so schnell, so lange. Ich bin jetzt 4 Monate, glaube ich, dabei, nicht mal, ne? Und ja, läuft wunderbar. Ja, Endrik könnt ihr unterschreiben, was ihr davon haltet. Wenn ihr noch nicht hier, wie gesagt, meinen Kanal abonniert habt, macht das bitte jetzt. Und versendet dieses Video immer weiter oder meinen Kanal am besten. Und wenn ihr diesen Kanal, was auch am Arbeit ist, ein bisschen unterstützen wollt, dann werdet Mitglied oder holt mein Merchandise. Das ist allerdings nicht Hala Madrid. Könnt ihr mal reinschauen. Das ist einfach so für mich. Fand ich ganz interessant. Aber ihr müsst das auch alles natürlich nicht machen. Wichtig ist, dass ihr mir folgt und hier meine Videos cool findet und Real Madrid-Fan seid. Und meinetwegen, wenn ihr auch nur kein Madrid-Fan seid, folgt mir, wenn ihr Bock auf bisschen News habt hier. Weil morgen und übermorgen steht es fest, werde ich wahrscheinlich
zu diesen Spielen der Champions League auch ein Extra-Video machen. Ist zwar ein Real Madrid-Kanal, aber eigentlich könnte man das so ein bisschen Revue passieren, vielleicht, mal gucken. Auf jeden Fall Paris-Bayern oder beziehungsweise Bayern-Paris und dann schauen wir mal. Also Freunde, dann würde ich sagen, Hala Madrid und dann bin ich raus und schön hier bleiben, Freunde.